Ich habe damals mit 14 Jahren meinen ersten Freund kennengelernt. Die Neuigkeit, dass ich schwanger war, war natürlich eine unglaubliche Herausforderung. Die erste Beratungsstelle hat mich zur Abtreibung gedrängt. Meine größte Sorge war damals, wie geht das jetzt weiter? Also behalte ich das Kind? Ich bin Melina, ich bin selbstständig, ich arbeite im Bereich nachhaltigen Konsum, bin Kursleiterin für Babymassage und zweifache Mama. Ich habe damals mit 14 Jahren meinen ersten Freund kennengelernt und bin nach einem Monat direkt schwanger geworden. Als ich erfahren habe, dass ich schwanger war, war mein Freund damals in Italien Urlaub machen und ich war halt komplett alleine und total überfordert mit der Situation. Ich weiß das noch ganz genau, mir war schlecht, ich musste mich übergeben, habe dann relativ schnell einen Schwangerschaftstest gemacht und der war dann positiv. Meine größte Sorge war, wie es jetzt einfach weitergeht und ob ich dieses Kind behalten sollte. Meine Eltern haben natürlich geschockt reagiert, die wussten, glaube ich, auch nicht mehr, wo oben und unten war. Ich glaube, die waren auch mit der Situation komplett überfordert. Ich habe von Melinas Schwangerschaft erfahren, da war ich gerade im Urlaub mit meiner Familie in Süditalien. Ich habe ihr nur eine Kurznachricht geschickt, dass ich auf jeden Fall hinter ihr stehe, ganz egal, welche Entscheidung sie trifft. Als ich aus dem Urlaub zurückkam, habe ich erstmal meine Tasche gepackt. Bist zu mir gekommen. Und bin zu ihr gefahren. An Melina bewundere ich ihren Ehrgeiz, ihr großes Herz und ihre liebevolle Art. Ja, die nächsten Schritte, die ich gehen musste, waren 2 Beratungen. Da geht es einfach um Aufklärung, was passiert, wenn ich das Kind behalten werde und was passiert, wenn ich eine Abtreibung durchführen würde. Die erste Beratungsstelle hat mich ja zur Abtreibung gedrängt, einfach weil ich zu jung dafür bin, mein Leben wäre vorbei und ich wollte ja sowieso nur schwanger werden, weil ich dann abgesichert wäre vom Staat. Viele Leute sind in meiner Schwangerschaft nicht immer gut mit mir umgegangen. Viele haben mich immer in Schubladen gesteckt. Viele haben natürlich mein Alter kritisiert. Ich trenne mich sowieso, ich bin alleinerziehend, schaffe meine Schule nicht. Die Aussagen, die mich am meisten gestört haben, war es ein Unfall? Habt ihr nicht verhütet? Von den Beratungsstellen hätte ich mir eine neutrale Meinung gewünscht, dass sie wirklich komplett aufklären, was steht einem zur Verfügung, wenn man dieses Kind austrägt. Bei der zweiten Beratungsstelle, ich bin eigentlich da rausgegangen und wusste sofort, ich werde Mama. Die Frau hat mir sehr viel Mut gemacht und habe seitdem keinen Moment mehr daran gezweifelt, dass ich Mama werde. Wenn du auch Jungmama geworden bist, dann hör einfach auf dein Bauchgefühl, setz dich mit deiner Familie zusammen und such dir gute Beratungsstellen. Meine Schwangerschaft verlief mit vielen Problemen. Am Anfang hatte ich viel Übelkeit, habe sehr viel abgenommen. Bis hin zum Ende, da hatte ich Frühwehen, da drohte eine Frühgeburt. Die größte Herausforderung mit Kind war natürlich, den Alltag zu bewältigen, ganz klar. Also ich hatte die Schule zu machen. Natürlich war nach der Schule keine Freizeit mehr, sondern da war meine Tochter dann da, die meine volle Aufmerksamkeit brauchte. Besonders in der Zeit hat mich mein Freund und meine Mutter unterstützt. Die sind bis heute noch an meiner Seite und ich bin ihnen einfach unendlich dankbar, dass sie da sind und mich nehmen, so wie ich bin. Für mich stand immer an erster Stelle, pass auf, wenn du ein Kind schon so früh bekommst, dann ziehst du bitte trotzdem eine Ausbildung durch. Und ja, ich habe diese dann auch erfolgreich abgeschlossen. Da spielt das Mindset auch eine große Rolle und wenn man sich da wirklich ein Ziel festgemacht hat, dann kann man das schaffen. Wenn ihr mehr spannende Einsichten bekommen wollt, dann abonniert den Kanal. Ich arbeite seit 2 Jahren im Bereich nachhaltigen Konsum. Ich kläre Eltern und Kindern auf, was in Kosmetikprodukten so drin sein kann. Ich möchte einfach den Eltern den Mehrwert bieten, mein Wissen weitergeben können und bin einfach froh, dass ich jetzt so meine Passion gefunden habe. Ich möchte mit anderen Menschen einfach noch einen grünen Fußabdruck hinterlassen, einfach Menschen zum Umdenken anregen. Es gibt natürlich Situationen, wo ich merke, dass ich dann eine jüngere Mama bin, zum Beispiel jetzt auf den Elternabend. Natürlich sitzen da ältere Mütter. Wenn ich dann sage, wie alt ich bin, fangen die an zu rechnen. Von der Gesellschaft wünsche ich mir mehr Offenheit gegenüber jungen Eltern, dass man da einfach mehr Perspektiven bieten kann und auch einfach mehr Aufgeschlossenheit. Also
Meine Kinder sind alles für mich. Da steckt pure Liebe drin. Und ich glaube halt einfach, ohne meine Kinder wäre ich nicht da, wo ich heute bin. Für mein Leben wünsche ich mir ganz viele tolle, magische Momente mit viel Liebe, mit viel Gesundheit, mit viel Humor. Einfach, dass wir eine tolle, glückliche Familie bleiben.